Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Heute werden wir uns in eine der beeindruckenden philosophischen Bewegungen der antiken Welt vertiefen, den Stoizismus. Der Stoizismus ist ein antikes philosophisches Meer, das mit tiefgreifenden Gedanken zur Lebensphilosophie, Ethik und inneren Ruhe gefüllt ist. Dieses Video öffnet eine Tür, um zu erforschen, was der Stoizismus ist, welche grundlegenden Prinzipien er umfasst und wie er in der modernen Welt angewendet werden kann. Grundprinzipien des Stoizismus. Im Laufe dieses Videos werden wir praktische Möglichkeiten erkunden, stoische Prinzipien in unseren Alltag zu integrieren. In diesem Video werden wir 9 Dinge besprechen, die ein Mann nicht mit Frauen tun sollte. Fangen wir mit Nummer 1 an: Ändere nicht deine Essenz, um in die Existenz eines anderen zu passen. Wende einen stoischen Ansatz auf dein Leben an, genauso wie sie über Schuhe lehren, die drücken. Unbehagen ist nicht nötig. Gegen deinen eigenen Weg zu gehen, verlangsamt deinen natürlichen Verlauf und deine persönlichen Ziele. Der weise Stoiker warnte davor, dass der Versuch, an vielen Orten gleichzeitig zu sein, tatsächlich bedeutet, nirgendwo zu sein. Indem du nach den Erwartungen anderer lebst, verlierst du dich selbst. Unterbrich diese Tendenz. Löse dich nicht im Regenbogenlicht eines anderen auf. Feiere stattdessen stolz deine eigenen Schattierungen. Forme dein Leben nicht nach ihnen, bleibe dir selbst treu. Deine Existenz dreht sich nicht um Verpflichtungen gegenüber anderen, sie soll die Autorschaft deiner eigenen großen Geschichte sein, nicht die eines anderen. Erlaube nicht, dass deine Existenz durch übermäßige Besessenheit von einer anderen Person verzehrt wird. Mache dein Leben nicht zu einem Satelliten, der in der Umlaufbahn einer anderen Person gefangen ist. Übermäßige Aufmerksamkeit auf ein anderes Wesen führt zum Verlust der Vision für deine Zukunft. Deine Träume und Einzigartigkeit beginnen zu verschwinden, während du deinen Plan zurückstellst, um den Bedürfnissen und Wünschen dieser Person gerecht zu werden. Es ist, als würdest du all dein Wasser verschenken, wenn du selbst durstig bist. Marcus Aurelius, der bedeutende stoische Philosoph, lehrte, dass du, indem du Frieden mit dir selbst findest, Frieden mit der Welt findest. Konzentration ist der Kern des Lebens. Sich von jemand anderem überschatten zu lassen, stört deine Essenz und verwandelt dich in einen bloßen Schatten, der nach ihren Regeln lebt, und du verlierst die Wertschätzung für deinen eigenen Wert. Befreie dich von ihrem Einfluss. Höre auf, ein Mond zu sein, der um ihren Planeten kreist, und fange an, wie deine eigene Sonne zu strahlen, die deinen Weg erhält. Dein Leben sollte keine Nebenrolle in der Geschichte eines anderen sein, du bist der Hauptcharakter deiner Existenz. Denke immer daran und lass niemanden deinen Glanz trüben. Drittens, erlaube nichts und niemandem, dein geistiges Wohlbefinden oder deine Glückseligkeit zu mindern. Deine geistige Gesundheit und dein Glück für eine andere Person zu opfern, ist wie dein eigenes Haus anzuzünden, um sie zu wärmen. Es ist zerstörerisch und sinnlos. Indem du deine geistige Gesundheit vernachlässigst, um einem anderen zu gefallen, gibst du ihnen Macht über dein Glück. Diese Situation führt zu endlosen Bemühungen, jemand anderen glücklich zu machen, während du in Traurigkeit versinkst. Es ist wichtig, einen Schritt zurückzutreten und die Kontrolle wieder zu gewinnen, wenn du dich in Traurigkeit wiederfindest. Deine geistige Gesundheit und dein Glück sind von höchster Bedeutung und sollten nicht gefährdet oder ausgetauscht werden. Höre auf, dich in der Geschichte einer anderen Person zu opfern, und übernimm die Hauptrolle in deiner eigenen. Verteidige deine Welt und dein Glück mit Entschlossenheit und stärke deine geistige Widerstandsfähigkeit. Erlaube niemandem, deine Freude zu entwenden, und lasse nicht zu, dass dich jemand unterwirft. Vernachlässige deine Beziehungen zu Freunden und Familie nicht wegen einer anderen Person. Sich wegen einer Obsession mit jemand anderem von ihnen zu entfernen, ist wie das Abschneiden von Ästen des Baumes, der dich stützt. Jeder Freund und jedes Familienmitglied ist ein lebenswichtiger Ast, der dazu beigetragen hat, dich zu unterstützen und zu pflegen. Indem du dich nicht nur von Freunden, sondern auch von der Familie entfernst, schwächst du dein Unterstützungssystem. Plato verglich in seiner Weisheit Menschen mit Boden: Sie können dich nähren und dir beim Wachsen helfen, oder sie können deine Entwicklung behindern und zum Welken bringen. Sich von geliebten Menschen zu trennen, um die Zustimmung einer anderen Person zu erhalten, bedeutet, einen Weg der Schwierigkeit und Einsamkeit zu wählen. Es ist wichtig, mit diesen grundlegenden Menschen in deinem Leben wieder in Verbindung zu treten. Kümmere dich um und schätze dein Unterstützungsnetzwerk von Freunden und Familie.
Sie sind einzigartig und bilden das Fundament deiner Existenz, sie sind deine Grundlage und dein Unterstützungssystem. Fliege die Nähe zu denen, die dich immer unterstützt und geholfen haben, denn sie sind ein integraler Bestandteil deines Wohlbefindens und Glücks. Wenn dir dieser Inhalt gefällt, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, wir haben noch viel Weisheit für dich. Widme einer anderen Person nicht übermäßig viel Zeit, als gäbe es kein Ende, dies ist vergleichbar mit dem Werfen deiner kostbaren Minuten in einen Abgrund. Jeder Moment, den du in sie investierst, ist ein unersetzliches Fragment deines Lebens. Zeit ist deine kostbarste Ressource, und sie sollte nicht leichtfertig darauf verwendet werden, die Bedürfnisse einer anderen Person zu befriedigen. Seneca, der stoische Philosoph, bemerkte, dass es nicht so ist, dass unser Leben kurz ist, sondern dass wir einen Großteil davon verschwenden. Ergreife deine Zeit, sie gehört dir, nicht ihnen. Lass eine Person nicht zum absoluten Mittelpunkt deines Lebens werden, suche nach einem gesunden Gleichgewicht. Nutze deine Zeit klug. Schätze deine Zeit und priorisiere Aktivitäten, die dich glücklich machen, dir ermöglichen zu wachsen und dich vollständig zufriedenstellen. Denke daran, du hast die Kontrolle über deine Zeit. Verschwende sie nicht mit jemandem, der ihren Wert vielleicht nicht zu schätzen weiß. Deine Zeit ist ein Geschenk an dich selbst, nutze sie auf eine Weise, die deinen eigenen Wert und deine Prioritäten widerspiegelt. Offenbare nicht alle Aspekte deiner Vergangenheit, besonders nicht deine schwierigsten Momente. Jede Einzelheit deiner Vergangenheit mit jemandem zu teilen, ist wie das Offenbaren jedes Geheimnisses und jeder Herausforderung, der du gegenübergestanden hast. Deine Vergangenheit, insbesondere ihre schwierigsten Teile, ist deine einzigartige Geschichte, die dich in herausfordernden Zeiten geformt hat. Es ist nicht etwas, das du leichtfertig teilen solltest, damit es von anderen analysiert oder unterhalten wird. Friedrich Nietzsche, ein profundes Denker, bemerkte, dass in Momenten der Schwäche alte Ideen und Probleme auftauchen. Wir denken oft, dass Herausforderungen aus unserer Vergangenheit überwunden sind, aber sie können wieder auftauchen, um uns herauszufordern. Indem du über all deine vergangenen Geheimnisse sprichst, riskierst du Konflikte wieder aufleben zu lassen, Wunden zu öffnen oder manipuliert zu werden. Behalte deine Geheimnisse für dich, es ist nicht notwendig, dass jeder die intimen Details deines Lebens kennt. Teile, was du für notwendig hältst, aber bedenke, dass grundlegende Teile deiner Geschichte dich stärken und schützen. Überlasse diesen Schutz nicht einer anderen Person. Sei vorsichtig, wem du deine Lebensgeschichte anvertraust, sie gehört dir und ist nicht nur Unterhaltung für andere. Sie ist ein stiller Teil dessen, wer du bist, kein Auftritt zum Vergnügen für jemand anderen. Stimme nicht zu, etwas zu tun, nur um anderen zu gefallen, wenn es gegen deine Vorlieben oder Prinzipien geht. Es ist wie das Tragen einer Maske, die das Atmen einschränkt, nur um jemand anderen glücklich zu machen. Indem du Aktivitäten zustimmst, die du nicht magst, ignorierst du nicht nur deine eigenen Vorlieben, sondern verrätst auch dich selbst. Es ist wie das Verstecken deiner Lieblingsfarben unter solchen, die es nicht sind. Albert Camus, ein tiefgründiger Denker, sagte einmal, um wirklich glücklich zu sein, darf man sich nicht zu sehr darum bemühen, anderen zu gefallen. Wenn man anfängt, Dinge nur deshalb zu tun, weil man sich verpflichtet fühlt, anstatt weil man es wirklich will, beginnt man, Bitterkeit zu empfinden und verliert den Selbstrespekt. Also, zieh diese Maske ab, lerne Nein zu sagen zu dem, was du nicht magst, dein Leben ist keine Bühne, auf der du für die Zufriedenheit anderer performst. Sei authentisch. Sei ehrlich zu dir selbst, wenn etwas falsch erscheint, tue es nicht. Lebe dein Leben nach deinen eigenen Regeln, nicht wie andere es wollen. Denke daran, du bist der Hauptcharakter deiner eigenen Geschichte, nicht nur eine Nebenfigur im Leben eines anderen. Lass nicht die Angst vor Einsamkeit deine Entscheidungen diktieren. Entscheidungen aus Angst zu treffen, besonders aus der Angst vor Einsamkeit, ist wie Umherirren im Dunkeln ohne Ziel. Indem du Entscheidungen aus Angst vor Einsamkeit triffst, könntest du dich in Situationen oder an Orten wiederfinden, an denen du nie sein wolltest. Es ist wichtig zu verstehen, dass Alleinsein nicht bedeutet, sich einsam zu fühlen. Aristoteles, der große Philosoph, behauptete, dass Selbstkenntnis der Anfang aller Weisheit ist. Widme Zeit darauf, dich selbst zu verstehen und deine eigene Gesellschaft zu schätzen.
Wenn du dich dafür entscheidest, mit jemandem zusammen zu sein, sollte es daran liegen, dass diese Person deinem Leben einen Mehrwert verleiht, nicht weil du Angst hast, ohne sie zu sein. Schätze deine eigene Gesellschaft und lass nicht zu, dass Angst deine Entscheidungen beeinflusst. Wähle, mit anderen zusammen zu sein, nicht aus Angst vor Einsamkeit, sondern weil sie dein Leben bereichern und zu deinem Glück und persönlichen Wachstum beitragen. Ignoriere nicht die Bedeutung, deine Erfolge zu feiern, egal wie unbedeutend sie erscheinen mögen. Oft konzentrieren wir uns darauf, andere zufriedenzustellen und ihre Erwartungen zu erfüllen, vergessen dabei aber, unsere eigenen Erfolge anzuerkennen. Jeder Schritt nach vorne, egal wie klein, ist ein Sieg und verdient es, gefeiert zu werden. Epiktet, der stoische Philosoph, lehrte, dass wir nicht nur Bewunderung von anderen suchen sollten, sondern auch uns selbst bewundern sollten. Nimm dir Zeit, deine Bemühungen und Erfolge zu schätzen. Die Feier deines Fortschritts hilft, Selbstvertrauen aufzubauen und die Bedeutung deiner persönlichen Reise hervorzuheben. Deine Erfolge gehören ausschließlich dir und verdienen Anerkennung. Bedenke, dass das Leben ist. Es geht nicht nur darum, ein Ziel zu erreichen, es geht darum, die Reise zu schätzen und deine eigenen Bemühungen auf dem Weg anzuerkennen. Es geht um die Weisheit deiner Entscheidungen und die Bedeutung des Lebens im Einklang mit der wahren Natur. Stoiker wie Epiktet lehrten, dass unser Glück und Frieden von innen kommen, nicht von äußeren Umständen oder der Zustimmung anderer. Du hast die Kraft und Weisheit, die richtigen Entscheidungen für dich zu treffen, auch wenn sie nicht mit den Wünschen der Tugenden wie Weisheit, Mut, Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung übereinstimmen. Diese Tugenden sind wahre Meilensteine eines erfüllten Lebens, nicht wie gut du die Erwartungen oder Wünsche anderer erfüllst. Bedenke, dass du die Freiheit hast, deinen eigenen Weg zu wählen. Umarme deine Einzigartigkeit und schreibe deine Geschichte basierend auf deinen Werten und Überzeugungen. Du musst nicht deine Integrität kompromittieren oder dein Wohlbefinden für andere opfern. Übernimm stattdessen die Kontrolle über dein Leben, indem du Entscheidungen triffst, die dein wahres Selbst widerspiegeln. Stoiker glaubten, das Wahre. Die Freiheit kommt daher, dass wir verstehen, dass unsere Gedanken und Handlungen unter unserer Kontrolle liegen. Also, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst, dich anzupassen, deine Zeit aufzugeben oder mehr zu teilen, als dir lieb ist, erinnere dich daran, dass du die Macht hast zu wählen. Andernfalls bist du nicht verpflichtet, nach dem Drehbuch eines anderen zu leben. Du hast das Recht, dein eigenes zu erstellen, basierend auf dem, was dir wirklich wichtig ist. Es ist Zeit für Veränderungen, um Entscheidungen und Verpflichtungen zu treffen, aufzuhören, Dinge zu tun, die nicht mit dir in Resonanz stehen, und daran zu arbeiten, die beste Version von dir selbst zu werden. Ich bin dankbar, dass du dieses Video angeschaut hast, und ich hoffe, dass dieser Rat für dich sehr wertvoll sein wird. Überlege, ihn mit denen zu teilen, die ihn benötigen könnten, und äußere deine Meinung im Kommentarbereich, denn Weisheit sollte geteilt werden, um zu gedeihen. Schreibe in die Kommentare, ich bin ein Stoiker, und ich werde wissen, dass du es bis zum Ende angeschaut hast. Jetzt wähle, ob du das rechte oder linke stoische Video bevorzugst, das dir bis zum nächsten Mal gefallen hat.